Oh, ist das schön. Schön kalt ist es. Und die Sonne scheint. Ne? Normalerweise haben wir hier Schiedwetter. Naja, was soll's. Passt halt nicht so richtig zum Thema heute, das Wetter. Aber ihr wisst ja, ne? Ist der Himmel noch so grau, schaut einfach Richtung Himmelblau. Wir wollen eine mobile Sauna bauen. Und für diejenigen, die unseren Kanal schon länger folgen, ihr wisst, wir haben mal einen blauen Sprinter zu einem Wohnmobil umgebaut. Direkt vor unserer Tür. Und auf einem öffentlichen Parkplatz. Und das war richtig, richtig scheiße. Das wollte ich nie wieder machen. Ich habe halt gesagt, also wenn wieder ein Bauprojekt kommt, auf gar keinen Fall wieder direkt vor der Tür. Nicht jedes Mal, wenn du pischern musst, ne, musst du dein Werkzeug wieder einräumen. Du findest nichts wieder, weil du es dann beim nächsten Mal wieder irgendwo anders hingeräumt hast. Wenn es anfängt zu schütten oder was auch immer, so, dann musst du wieder abbrechen und dann zieht sich das alles extrem lang. Und deswegen haben wir uns jetzt hier mal eine kleine andere Räumlichkeit gesucht und hier starten wir unser kleines Bauprojekt. Und deswegen komm mit, wir gehen mal in unsere neue kleine Werkstatt. Oh, jetzt ist ja doch nochmal Skiwetter geworden. Also draußen ist nicht nur kalt, sondern es regnet und stürmt jetzt auch noch. Also richtig Skiwetter. Zum Glück ist es hier einigermaßen gemütlich drin, ne? Oder? Was sagt ihr? Lordi war vorhin da, hat gesagt, Papa, ich mach's dir mal richtig gemütlich und hat hier unsere kleine Campinglichterkette hingehängt. Und zumindest war das in der Vergangenheit so, wo unsere Campinglichterkette hing, da war es dann immer schön gemütlich. Gut, ist hier momentan jetzt irgendwie nicht so. Es ist echt schweinekalt. Aber das passt natürlich hervorragend zu unserem nächsten Projekt und zum jetzigen Video, denn wir wollen uns ja eine mobile Sauna bauen. Jetzt fragt ihr euch, mobile Sauna, warum denn? Wir lieben den Norden. Wir lieben das auch bei solchen Temperaturen und Skiwetter unterwegs zu sein. Aber du brauchst zumindest irgendwie eine Möglichkeit, anschließend deinen Körper mal wieder ein bisschen warm zu kriegen, die Kälte aus den Knochen zu kriegen. Und da ist natürlich eine Sauna mega geil für. Kleine Anekdote am Rande, ich bin ja Kitesurfer. Wir waren irgendwann auf Röm, das ist dieser Autostrand, wo du mit dem Auto direkt an den Strand fahren kannst. Ich war den ganzen Tag am Kitesurfen, ne, war richtig durchgefroren und bin dann irgendwann zurück zum Auto gelaufen. Und neben unserem Auto stand ein fettes Wohnmobil, also wirklich ein fettes Wohnmobil. Und die hatten auch noch einen Hänger dran. Und auf dem Hänger war eine Fasssauna festgeschnallt. Und in der Fasssauna saß ein Pärchen drin. Die haben durch ihr Fenster uns beim Kitesurfen zugeguckt. Ich stand also draußen bibbernd kalt. Er saß drin, fett am Schwitzen. Ich draußen bibbernd, er drin, fett schwitzend. Ja, und unsere Blicke haben sich getroffen und er hat den Neid in meinen Augen gesehen. Und ich dachte, boah, irgendwann willst du mal so eine mobile Sauna haben und einfach an den Strand fahren, in der Sauna sitzen, aufs Meer gucken und zum Abkühlen ins Meer springen. Mega geil. Ja, mobile Sauna wollen wir also bauen. Und meine Idee ist, das alles mit einem Elektroofen zu machen. Also, wenn ich mich nicht täusche, gibt es zwei Möglichkeiten, so einen Saunaofen zu betreiben. Also, für eine Sauna brauchst du einen Saunaofen, natürlich, um das Ding warm zu kriegen. Und es gibt zwei Möglichkeiten, einmal mit Holz und einmal mit Strom. Und ich dachte mir, Strom ist irgendwie einfacher, weil bei Holz ist es ja so, ich weiß gar nicht, schreibt mal in die Kommentare, darf ich mit so einem brennenden Holzofen überhaupt durch die Gegend fahren? Ich kann es mir gerade gar nicht vorstellen. Also du fährst zum Strand, machst den Saunaofen an, innen brennt das Feuer und anschließend fährst du wieder weg und das brennt dann noch und der Schornstein und Rauch und naja. Du musst halt immer Holz dabei haben, Anzünder und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich mir, so ein Elektroofen ist irgendwie einfacher. Ne? Du machst das Ding an, der macht sogar automatisch sich selber wieder aus. Ich muss mich eigentlich um gar nichts kümmern. Ich habe hier einen verhältnismäßig kleinen Saunaofen. Ich glaube, so die kleinsten, die sind um die 2000 Watt. Der hat hier 2300 Watt, also 2,3 kW. Ist eigentlich zu klein für unsere Saunagröße. Saunagröße, wir wollen das Ganze auf einem Anhänger bauen. Und unser Auto kann nicht so große Anhänger ziehen, sondern nur einen kleinen Anhänger. Wir brauchen für die nächsten Projekte einen Anhänger, damit wir auch mal Dinge transportieren können. Deswegen Anhänger brauchen wir so oder so. Den wollen wir auch multifunktional nutzen. Werdet ihr alles noch sehen. Auf jeden Fall haben wir einen verhältnismäßig kleinen Anhänger mit einer Gesamtlänge von 2,50 Meter und einer Breite von 1,50 Meter. So, und wenn du dann die Wandstärken der Sauna da noch abrechnest, dann bleibt dir am Ende ja nicht mehr so viel Platz. Und meine Idee ist, diese ganze Sauna oder dieses ganze Teil auch multifunktional zu nutzen. Also vielleicht auch als Büro. Du fährst an den Strand, ne, Saunabank raus, Bürostuhl rein und dann sitzt du am Strand und kannst da halt irgendwie schön mobil arbeiten. Oder, und das ist halt auch irgendwie eine relativ wichtige Idee, du nutzt das Ding einfach als Wohnwagen. Saunabänke zusammengeschoben, Matratze rein
Und deswegen war es mir persönlich wichtig halt, dass du innen eine Liegefläche von 2 Meter hast. Also die ganze Sauna soll mindestens 2 Meter Länge haben. Der Trailer ist 2,50 Meter, Wandstärke abgezogen und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, so viel Platz ist in dem Ding nicht. Breite ist ja 1,50, auch nicht so viel. Also da muss man mal gucken, wo die Reise hingeht. Saunaofen elektrisch. Jetzt ist es ja so, ich brauche ja irgendwie die Möglichkeit, das Ding auch zu betreiben, damit ich das Ding auch aufheizen kann. Ich habe ja keinen Hausstromanschluss. Es sei denn, ich stehe die ganze Zeit neben meinem Haus und kann einfach einen Stecker reinstecken und fertig. Aber ist ja nicht so. Ich will ja damit mobil unterwegs sein und das Ding überall nutzen können. Und jetzt hätte ich natürlich aufwendig eine Batterie reinbauen können. Ich habe aber nicht so viel Platz, also mehrere Batterien, Wechselrichter, Batterieladegerät, wenn du noch Solar auf dem Dach hast, ne, Solarwandler und so weiter und so fort. Kann man alles so zusammenbauen, kann man alles machen, gar keine Frage. Vielleicht wäre das auch besser gewesen, weil dann bist du halt unabhängiger von der Wattzahl, weil du dann halt deinen Wechselrichter natürlich auch größer wählen kannst. Aber meine Grundidee war, und man sieht jetzt momentan überall diese Powerstationen. Ich fand diese Powerstationen eigentlich ziemlich geil, weil die sind so klein und so kompakt. Da ist alles drin. Du hast alles in einem Gerät. Du hast so ein Teil, da ist dein Wechselrichter drin, da ist dein Batterieladegerät drin, da ist dein Solarwandler drin. Also alles sehr kompakt in so einem kleinen Teil. Und unsere Grundidee ist auch, wir wollen in der Zukunft öfter mal wieder ein Wohnmobil mieten, unterwegs sein. Und ihr wisst, ich arbeite unterwegs. Und dann ist es natürlich geil, wenn du halt einfach so eine Powerbank mitnehmen kannst, weil in der Regel haben diese Wohnmobile immer nicht genug Strom. Also Strom ist immer ein Problem und wenn du das Ding halt einfach auch wieder mehrfach nutzen kannst, finde ich das auch eine sehr geile Idee. Und vielleicht auch, je nachdem wie, du hast das Ding einfach vor der Tür stehen, da steht da die ganze Zeit, du hast eine Solarfläche auf dem Dach, du schließt das Ding einfach wieder an und du kannst das Teil als Balkonkraftwerk nutzen. Also Strom fließt dann über deine Sauna, mobile Sauna, wenn die sich nicht gerade auflädt, wieder in dein Haus rein und minimiert dadurch entweder deine Stromlast oder halt deine Rechnung. Finde ich auch eine sehr geile Idee. Die Frage ist nur bei diesem ganzen Konzept, was ich habe, und das weiß ich halt noch nicht, das ist halt sehr spannend. Hier der kleine Saunaofen mit 2,3 kW und dann so eine Powerbank oder so eine Powerstation mit 2,4 kW. Rein rechnerisch passt das natürlich super. Also 2300 Watt gegen 2400 Watt Wechselrichter müsste hinhauen. Aber die Frage ist, funktioniert das wirklich? Also kann der so lange unter so einer Dauerlast laufen? Kriegt der überhaupt dann diesen kleinen Ofen warm? Und noch eine große Baustelle ist, kriegt dieser kleine Saunaofen überhaupt meine Sauna warm? Also ich habe mehrere Baustellen, die ich halt jetzt irgendwie peu à peu mal klären muss. Und wir fangen jetzt erstmal an mit der Powerstation. Kriegt meine Powerstation diesen Ofen warm? Und deswegen packe ich jetzt beides mal aus und teste das mal. Spürt ihr die Anspannung hier im Raum? Jetzt heißt es nämlich Butter bei die Fische. So, jetzt entscheidet sich, ob ich einfach Schwachsinn mir überlegt habe oder ob das funktioniert, was ich mir ausgedacht habe. Ich würde jetzt nämlich einmal die Powerstation aus dem Auto holen, hier den Saunaofen auspacken und ja, dann einmal anschließen, also so einen kleinen Testaufbau machen, ob ich irgendwie überhaupt hier genug Strom rankriege, dass der Saunaofen warm wird, ob das überhaupt funktionieren würde. Weil, ja, wenn das nicht funktioniert, so, dann hätte ich eine ziemlich flache Lernkurve, für die ich viel Geld ausgegeben hätte. Und wenn das funktioniert, ne? Oh, Hülle bauen, Stecker ran, reingesteckert, fertige Sauna. Mega cool. Okay, dann hole ich mal die Powerstation aus dem Auto. Gar nicht so leicht, die Dinge. Einen haben sie übrigens mit der Spedition geliefert und die anderen beiden mit der Post. So, dann gucke ich erstmal einmal den Saunaofen an, wie das Ding aussieht. Und dann, ob das ganze Ding funktioniert, ne? Da bin ich ja echt mal gespannt. So, hier haben wir eine kleine Blende. Mal lieber auf den Fußboden packen, nicht, dass mir das mal umfällt. Was ist das hier? Die Bedienungsanleitung, wie kriege ich das Ding jetzt raus? So am besten, wa?
So. Okay. Ja, klein und kompakt das Ding. Wie gesagt, 2,3 kW, 2300 Watt. Ist eigentlich wahrscheinlich der kleinste von der Firma. Es gibt noch einen kleineren. Was ist das hier? Achso, zum Anschrauben. Jetzt wollen wir ein bisschen aufpassen hier. So. Oh, ist doch süß, ne? Kleiner Saunaofen. Kann man sich doch vorstellen, ne? Okay. Bedienungsanleitung, ein paar Schrauben zum Festmachen. Und hier hinten, habe ich schon gesehen, ist dieses Blech so rangesteckert zum an die Wand schrauben. Okay, das packe ich einmal weg. Brauchen wir erstmal nicht zum Test. Und wo komme ich da jetzt an den Stromstecker? Ah, hier unten, okay. Ja, das muss ich einmal aufschrauben und dann stecke ich da mal einen Stecker ran und dann gucken wir mal. Ich muss erstmal gucken, ob ich irgendwo ein Kabel habe. Ich weiß vom Busausbau noch irgendwo ein Kabel rumfliegen. Kabel. Okay, wir machen kurz Pause. Ich suche mal ein Kabel und dann gehe ich weiter, ja? So, ich hatte noch ein Kabel von unserem Busausbau. Da ist auch schon ein Stecker ran. Perfekt. 2,5 Quadrat, wobei das jetzt kein Saunakabel ist. Du brauchst halt ein spezielles Saunakabel für die Sauna, also so ein Silikonkabel, was halt auch hitzebeständig ist. Aber wir wollen ja hier auch erstmal nur testen, ob das überhaupt funktioniert. Also ich isoliere das einmal ab, mache das hier einmal auf und schraube das einmal mal ran. Ich habe das Kabel jetzt einmal vorbereitet und jetzt schraube ich das Ding hier mal auf und gucke mal, wie und wo ich das anschließen darf und kann. Dass du mir dann folgst, Hündchen. Jo, jetzt habe ich hier einen kleinen Stecker, ne, an unseren Saunaofen getütert. Der kommt jetzt hier unten raus. Und ich weiß, es ist nicht das richtige Kabel. Das muss ich dann, wenn der Saunaofen dann installiert wird, auch nochmal ändern. Das muss natürlich ein hitzebeständiges Silikonkabel werden. Aber, um das jetzt mal zu testen, reicht das allemal. Ich lege den Saunaofen einmal weg. Und jetzt wird spannend, ne? Jetzt hole ich mir hier die Powerstation einmal nach vorne. Ganz schön schwer die Dinge. Also ist hier auch ein Akkublock mit drin. Wir packen das Ding einmal aus und gucken mal, wie das da drin aussieht. Und ich bin wirklich gespannt, ob so eine Powerstation einen Ofen betreiben kann. Das werden wir jetzt gleich mal sehen, ne? Ja, oh, so sieht das also von innen aus. Hier ist erstmal so eine kleine Box drin mit dem entsprechenden Logo drauf. Ein paar Kabel drin. Okay, das gucken wir uns später an. Und dann holen wir hier einmal mal die Powerstation raus. Bisschen dreckig hier. Ne? Okay. So. Da haben wir einmal die Powerstation. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert, ne?
In den letzten 3, 4 Jahren hatte man ja das Gefühl, dass diese Powerstationen der heiße Scheiß sind. Also es gibt momentan so viele Hersteller, die diese Powerstationen produzieren. Und es gibt auch so viele YouTuber, die für diese Powerstation Videos machen. Deswegen, das ist hier gar kein Video, um jetzt hier euch diese Powerstation zu präsentieren. Wenn ihr Bock habt, da mehr drüber zu erfahren, googelt das Ding einfach. Ich weiß gar nicht, ob ich das wieder kaufen würde. Unabhängig davon. Denn jetzt gerade gab es ein Angebot von Bluetti für eine Powerstation mit einem Wechselrichter mit 3800 Watt. Und das wäre für mein Projekt ja viel besser gewesen, als jetzt hier einen Wechselrichter mit 2400 Watt. Dann hätte ich nämlich einen größeren Saunaofen nehmen können. Und genau da soll es ja in diesem Video auch drum gehen, kann ich mit so einer Powerstation meinen Saunaofen betreiben oder nicht, weil vom Prinzip können die Dinge alle das gleiche. Es ist halt eine Batterie, das Ding hat jetzt hier 2000 Wattstunden verbaut und ich kann das Ding erweitern, jeweils immer mit Bausteinen stapelbar, wie so Bierkästen, fand ich ganz spannend. Und ansonsten, ja, hier sind halt alle möglichen Zusatzkomponenten verbaut, um das Ding entweder zu entladen oder zu beladen. Ne? Also vom Wechselrichter, um hier 220 Volt rauszuholen, oder einen Solarwandler, um das Ding halt wieder mit Solar voll zu kriegen. Wobei, das fand ich ganz spannend, auch bei diesem Teil hier, du kannst das Ding als Balkonkraftwerk nutzen und bis zu 1500 Watt Solar anschließen. Finde ich schon ganz spannend bei so einem kleinen Ding. Ansonsten hier, ne, Standardfunktion 12 Volt kannst du anschließen. Du hast hier so eine Zigarettensteckdose. Ja, und alles ist einzeln anschaltbar. Aber wie gesagt, das machen eigentlich alle Hersteller gleich. Das ist jetzt keine Besonderheit von diesem Teil hier. Jeder Hersteller, der baut die ein oder andere Besonderheit mit ein. Also der hat jetzt hier nochmal so einen Bluetooth-Lautsprecher reingebaut. Ob man das jetzt braucht. Also ich brauche es wahrscheinlich nicht, aber gut, wenn du unterwegs bist und vielleicht dein Videoprojekt damit dabei hast und dann draußen nochmal ein bisschen Outdoor-Kino machen willst, dann ist so ein Bluetooth-Lautsprecher vielleicht nicht schlecht. So, ich schalte das Ding mal einmal ein, weil der Test soll ja sein, funktioniert das Ding oder nicht, ne? So, an geht's schon mal, das ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ich habe hier ein sehr schönes großes Display. Okay, das Ding ist halb geladen. Ich weiß nicht, ob das standardmäßig so ist. Und ich habe mich auch noch nicht so intensiv damit beschäftigt, aber ich habe ein Video von gesehen und fand es halt cool, diese Dinge halt, wie gesagt, zu erweitern. Und wir haben ja einen Trailer, der ist 2,50 Meter lang und ich will innen eine Liegefläche haben von 2 Metern. Deswegen war es für mich auch sehr, sehr wichtig, dass diese ganze Technik extrem kompakt ist. Und das ist bei dem Ding so, was hier ganz witzig ist, du kannst hier diese ganzen einzelnen Teile halt an- und ausschalten und das ist für mich auch wichtig, weil das Ding hat ja nicht nur einen Wechselrichter mit 220 Volt, sondern hier auch nochmal mit 12 Volt. Und an die 12 Volt, da will ich meine ganzen Lampen anschließen. Und dann ist halt ganz geil, dass du einen Schalter hast, um das an- und auszuschalten. Dann brauche ich die nicht einzeln rausstecken. Ja, so viel eigentlich dazu. Ne? Nur mal, um es vielleicht dann doch nochmal zu zeigen. Hier oben ist der Wechselrichter, den kann ich anmachen. Und dann habe ich hier so ein Zusatz-LED-Teil nochmal. Ist vielleicht auch ganz witzig, wenn du irgendwie abends unterwegs bist und du musst hier halt irgendwie nochmal irgendwas dran rumfummeln, dann hast du theoretisch halt nochmal Licht. Okay, jetzt wird spannend. Ich will den Saunaofen anschließen. Wobei, vielleicht packe ich nochmal einen Zusatzakku aus, stelle den nochmal drunter und gucke mir das Ding nochmal an, wie das aussieht mit so einem Zusatzakku. Und dann schließen wir den Saunaofen an. So, dann packe ich den jetzt hier einmal nochmal weg. Hier sind auch nochmal Füße drin, sehe ich gerade. Also das sind hier so Gummiteile. Ich weiß gar nicht wofür. Hat er keine Füße? Doch, der hat da Füße drunter. Wofür brauche ich dann die Füße noch? Okay, keine Ahnung. Na gut, ich stelle das Ding jetzt mal weg. Achso, der ist noch hier an. Kleiner Moment, warum leuchtet der hier noch? Ah, das kann man alles einzeln an- und ausschalten. Okay, dann sind das einzelne Geräte. Ist ja auch spannend, ne? Also, dann funktioniert das untere Teil unabhängig von dem Wechselrichter. So, ich habe hier nochmal einen Zusatzakku. Den will ich mir auch nochmal angucken. Ist auch ganz spannend. Das eine Gerät kam mit der Post. Also hier die Zusatzbatterien kamen mit Post, das andere mit der Spedition.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das aussieht. Okay. Ich drehe den kleinen Zusatzakku mal für euch, damit ihr hier auch ein Display nach vorne habt. Und hier oben sind dann solche kleinen Gummieinsätze und da drunter verbergen sich dann die Anschlüsse für die Powerstation. Und dann kann ich die einfach ineinander stapeln. Wird auf jeden Fall eine schwere Kiste. Achso, das geht jetzt noch nicht, weil der hat da noch die Gummifüße drunter. Die muss ich erstmal abnehmen. Dann nehme ich hier erstmal einmal die Gummifüße ab. Aha, okay. Oh gut, musst du auch erstmal hinkriegen, ne? So. Anderen Gummifuß einmal abgenommen. Und dann stecke ich die hier ineinander. So, irgendwas hat gepiept. Hier hast du nochmal so Verriegelung, um die einmal zu verriegeln. Und ich weiß gar nicht, sind da auch nochmal Boxen drin verbaut? Sieht ja fast so aus. Das wäre dann natürlich doch ziemlich geil. Dann hast du irgendwann so eine Riesenbox. Okay, das Ding ist an. Beide haben Displays, auch spannend. Okay, und sehe ich jetzt irgendwie, dass der miteinander verbunden ist? Momentan irgendwie nicht, ne? Oder wie, oder was? Achso, doch, hier steht 2 Akkus, 52 Stunden, jetzt rechnet er es hoch. Ja, okay, spannend. So, jetzt kommt der große Moment. Ich werde jetzt mal den Saunaofen anschließen und hoffen, dass das auch funktioniert, ne? Ja, jetzt bin ich ja im Vorfeld doch ein bisschen neugierig. Jetzt will ich mal wissen, wie die Musikqualität ist. Ich meine, wenn da schon so ein Bluetooth-Lautsprecher verbaut ist und das sieht ja fast so aus, als wenn hier 2 verbaut sind und ich weiß gar nicht, wenn ich die hier stapel, ob ich dann plötzlich so einen Boxenturm hätte. Also dann würde es ja schon wieder Sinn machen, dann wäre das ja schon wieder spannend. Dann kannst du so ein Ding ja auch irgendwie auf eine Baustelle mitnehmen und dann machst du da richtig Rambazamba, weil du dann halt so einen richtigen Lautsprecherturm da stehen hast. Ich bin gespannt. Ich koppel das Ding mal gerade hier mit Bluetooth. Ob das überhaupt geht? Device paired. So, also ich bin verbunden. Jetzt bin ich mal sehr, sehr gespannt. Wo habe ich denn meine Musik hier überhaupt? Moment. Ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Oder warte mal, ich mache mal anders. Ich gehe mal hier so bei YouTube rein. Und dann gehe ich mal auf unser Video. Ich meine, die meisten Menschen in meinem Alter verstehen das nicht. KI wird in 5 Jahren mehr Millionäre hervorbringen als das Internet in 20. Sie kann bereits eine App in 90 Sekunden bauen. Es gibt diese Tage im Norden, ja, die kennt ihr vielleicht. Der Himmel hängt tief, alles ist grau. Der Regen fällt nicht einfach nur runter, sondern der bleibt immer in der Luft stehen. Kalt, nass und echt unangenehm. Der Wind kommt von der Seite und findet auf jeden Fall seine Lücke. Also, so dolle ist das nicht. Das ist nur hier vorne eine Box. Hier ist keine Box verbaut, auch wenn es so aussieht. Optisch schön gelöst, aber leider ist hier oben nur ein Lautsprecher drin. Das wäre natürlich geil gewesen, wenn du dir diese ganzen Bausteine zusammenbaust und hier dann auch nochmal dein ganzes Soundsystem sich erweitert. Ja, so ist es aber nicht. Dann schließen wir jetzt hier einmal den Saunaofen an. Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Ich hole das Ding mal hoch, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich es mir jetzt hinstelle. Ob ich den Saunaofen da unten auf dem Boden stehen lasse oder die Teile hier auf dem Boden stelle. Weil ich will den Saunaofen jetzt nicht direkt neben der Batterie haben, ne? Oder?
ist das egal. Ich rutsche den mal vielleicht ein bisschen nach hinten. Und dann mal gucken. Nee, den will ich nicht daneben stellen. Nachher schmilzt mir das weg. Ich habe mir für den Saunaofen jetzt hier mal 2 Steine geholt. Denn das Ding könnte ja heiß werden. Ne? Hoffentlich wird es heiß. Und ich will jetzt hier nichts wegschmuggeln. Deswegen unten auf den Boden gestellt mit 2 Steinen. Ich glaube, das ist am einfachsten und besten. Und ich habe ja darunter noch so ein Kabel. Deswegen muss ich ja aufpassen, dass mir das Kabel da irgendwie nicht bricht. Aber ich glaube, mit 2 Steinen ist das schon ganz gut. Wenn das Ding jetzt hier irgendwo anhängen, ist natürlich auch doof. So, erstmal alle Pappe-Sachen weg. Und jetzt der kleine Saunaofen hier hingestellt. Ne? Kabel vorne weg. So, nicht, dass das Ding umkippt. Und dann steht mein kleiner Saunaofen. Jetzt habe ich hier einen Stecker. Muss ich natürlich auch aufpassen, dass mir das Kabel nicht wegschmort hier vielleicht. Keine Ahnung, wie das hier heiß wird oder nicht. Aber ja, jetzt habe ich hier mein Kabel. Hier habe ich einen Wechselrichter und jetzt wird spannend, ne? Jo, jetzt kommt der große Moment, ne? Ich bin schon aufgeregt. Also ich hoffe mal, das funktioniert und das Ding fliegt mir ja nicht um die Ohren. Also da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Es sieht schon mal aus wie eine normale Steckdose. Ich meine, es hat auch hier alles dabei, wobei ich mich gerade frage, muss ich so einen Saunaofen eigentlich nochmal zusätzlich absichern? Mit einem FI oder so? Und dann frage ich mich natürlich, wenn hier eine Erde dran ist, wo geht die Erde denn eigentlich hin? Weil das Ding hat ja gar keine Erde, ne? Und im Zweifel habe ich bei so einer Sauna ja auch keinen Metallkorpus, sondern eine Holzkabine. Andererseits natürlich mit Hitze und Feuchtigkeit und so. Das müsste ich mir nochmal angucken. Muss man so eine Sauna, schreibt mal in die Kommentare, muss man so einen Saunaofen nochmal zusätzlich mit dem FI absichern? Spannende Frage. So, okay, ich habe es erstmal eingesteckert. Erstmal steht ja die Frage im Raum, funktioniert das überhaupt? Ne? Weil, wenn das nicht so wäre, dann, wie gesagt, hätte ich viel, viel Geld ausgegeben und eine sehr flache Lernkurve. Ich mache das ganze Ding einmal an. Und hier unten die Kiste. Ah ne, die geht automatisch mit an. Okay. Der erkennt sich, geht an. Alles klar, brauchst du nicht hier oben anmachen. Ach so, und dann muss ich den Wechselrichter noch anmachen. Und da wird es dann spannend, ne? Na gut, der große Moment ist da. Ich drücke hier einmal den On-Off-Button für den Wechselrichter. Ich habe ein bisschen Schiss irgendwie, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen echt Schiss, dass mir das Ding jetzt um die Ohren fliegt hier. Aber was soll schon sein? Ich meine, das ist ein 220 Volt Anschluss. Und rein rechnerisch müsste das können, ne? Okay. Es passiert weniger, als ich jetzt gedacht hätte. Ich sehe noch nicht mal was. Achso, doch, hier blinkt jetzt Output. Also er sagt, da zieht irgendwas. Aber mehr sehe ich auch nicht. Hier sehe ich auch noch nichts. Ah, wisst ihr warum? Ich habe die Sauna gar nicht angemacht. Also ich muss ja hier erstmal gucken, ob ich das Ding überhaupt anmache. So. Und wie sieht es jetzt aus? Aber momentan funktioniert noch nichts. Warum nicht? Okay, scheint es nicht zu funktionieren. Das wäre ätzend. Nee, ich glaube, es funktioniert nicht. Ja, das wäre ja ein Satz mit X, aber warum nicht?
Da muss ich mal was anderes holen und anschließen und gucken, ob das funktioniert. Oder vielleicht, ich kann ja mal in eine andere Steckdose stecken, wobei das wäre ja ziemlich dämlich. Ja, ich habe gerade gesehen, ich hatte die kleinen Drehregler hier falsch rum raufgesteckert. Du kannst sie ja hier einfach abziehen, um den Strom anzuschließen. Musste man hier die einmal abnehmen und ich hatte die gerade falsch rum dran. Und hier ist ja quasi der Timer. Und bei so einem Saunaofen ist es ja so, dass er hier die ersten 4 Stunden angeht und die restliche Einstellung ist hier dann der Timer, die Zeit, wann der Saunaofen angehen soll. Also bin ich mal gespannt. Vielleicht liegt es daran, weil ich das gerade falsch rum angeschlossen hatte oder hier falsch raufgesteckert hatte und deswegen nicht gesehen hatte, dass er nicht an war, sondern dass ich den auf den Timer gedreht habe. Mal gucken. Aber ehrlich gesagt, mein Puls schießt mir schon ein bisschen in den Hals rein. Also ich habe gerade irgendwie das arge Gefühl, dass ich hier einfach ein Konzept mir überlegt habe, was nicht funktioniert. Das wäre natürlich richtig, richtig scheiße. Ich hoffe mal, das sind jetzt die Fehler hier mit diesen kleinen Drehreglern und dass es dann funktioniert. Weil wenn nicht, ne, Kacke, dann brauche ich einen Plan B. Dann muss ich was anderes bauen. Aber ja, nochmal kurz gucken, nochmal reinsteckern. Und ja, ich bin echt gespannt. Nochmal anmachen hier. Oder habe ich irgendwas, was man hier noch zusätzlich drücken muss, was ich nicht gedrückt habe? Aber ich habe den Wechselrichter angemacht. Also es müsste funktionieren. So, nochmal. Wechselrichter an. Der sagt jetzt hier einfach, dass Output an ist. Hier blinkt ein bisschen Output. Und ansonsten sehe ich hier halt nur Batterie. Und das hier, ja, der Wechselrichter läuft. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt drehe ich hier den Saunaofen nochmal an. Da leuchtet er. Geil, ich war nur zu dämlich. Ich habe das Ding hier falsch irgendwie angebaut und deswegen hatte ich es nicht gesehen. Aber seht ihr es hier? Die kleine LED leuchtet. Alles klar, das funktioniert. Und was ist hier jetzt los? Okay, hier sehe ich jetzt, der zieht jetzt hier auch mit 2274 Watt. Okay, und würde dann jetzt mit der Leistung 35 Minuten laufen können. Und der hier nochmal 42 Minuten. Okay, und wenn ich dann noch einen hätte, und die sind ja nicht vollgeladen, ne? Also dann wäre der hier vollgeladen um und bei 80 Minuten, hier 35, also ja, dann kann ich pro Batterie um und bei, wenn dieser Saunaofen läuft, halt ja, 70, 80 Minuten, also jeweils eine Stunde. Dann hätte ich ungefähr ein bisschen mehr als 3 Stunden für den Saunaofen. Und jetzt wollen wir mal gucken, ob das Ding hier auch heiß wird. Also, oh, es wird schon heiß. Geil! Okay, es funktioniert. Mega cool. Mega cool. Hier wird's heiß. Ist das schön. Geil, geil, geil. Okay, ich überlege, ob ich den jetzt mal laufen lasse und mal einen Stresstest mache, ob das Ding jetzt wirklich, wirklich läuft oder gleich ausballert. Aber ich weiß gar nicht, ich habe noch keine Saunasteine. Brauche ich Saunasteine oder kann das Ding auch ohne Saunasteine erstmal laufen? Das ist ja eine gute Frage. Oh, ich merke aber spürbar, dass es hier schon warm wird. Das ist ja geil. Oh, meine Güte. Und was passiert hier mit der Zeit? Okay, der ist immer noch, der ist jetzt bei einer halben Stunde. Der untere bei 40 Minuten. Aber das ist ja auch komisch, ne? Guck mal hier, der zieht hier 2200 Watt raus und hier steht auch irgendwas mit 1200. Oder ist das die Zahl, die er noch hat? Das ist nicht der Output. Na gut, aber es wird warm hier drin. Ist ja Wahnsinn. Das ist ein Saunaofen. Der kriegt hier die Bude warm.
Boah, hört ihr das? Jetzt hat der Lüfter hier eingesetzt. Also das Ding ist schon ordentlich am Lüften. Macht hier ganz schön Alarm. Der Lüfter ist auch echt laut. Ich nicht gedacht, okay. Vielleicht ist so ein Stresstest gar nicht so schlecht, ne? Hier diese kleinen Heizstäbchen vom Saunaofen, die werden schon rot, also die glühen schon. Und ich hoffe, hier drinnen wird nicht irgendwas rot und glüht. Habt ihr übrigens schon mal ein Konzept gesehen, wo jemand eine mobile Sauna mit so einer Powerbank oder mit so einer Powerstation betreibt? Schreibt mal bitte in die Kommentare. Ich habe nämlich keins gefunden und dachte die ganze Zeit, ich bin so genial. Hat noch keiner gemacht, ist noch keiner auf die Idee gekommen. Aber vielleicht ist das einfach Blödsinn, weil ja, diese Dinger das gar nicht können. Also diese Dauerlast. Weiß ich nicht. Also hier geht irgendwie komischerweise die Zeit auch anders runter. Jetzt habe ich auf beiden Geräten eine halbe Stunde. Oder ich weiß gar nicht, ob er insgesamt jetzt eine halbe Stunde meint. Das wäre natürlich dann auch doof. Aber hier steht jetzt 31,32. Das wäre dann ja auch mitunter ein bisschen wenig, ne? Also wenn das jetzt die Gesamtleistung der beiden ist, dann hätte ich für den Betrieb der Sauna 1,5 Stunden. Damit kriegst du die Kiste gerade warm, ne? Aber der lüftet echt laut. Also der Lüfter läuft hier auf Hochtouren. Das ist auch ganz schön laut. Und ich muss nochmal rausfinden, warum jetzt hier 2264 Watt steht. Das passt ja ganz gut zu der Angabe vom Saunaofen, weil der hat ja 2,3 kW. Das würde hier mit diesem Wert ja sehr gut hinkommen. Aber warum ist hier unten auch nochmal 1,4 kW? Das verstehe ich nicht. Warum hier die Zusatzbatterie da auch nochmal so eine Angabe hat. Und vor allen Dingen die Zeit, die hat sich jetzt hier eingespielt. Guck mal. Also ich habe hier auf beiden Modulen jeweils 27 Minuten. Also das Ding läuft vielleicht nur noch 27 Minuten. Der Saunaofen ist jetzt gerade ausgegangen. Aber seht ihr hier die Hitze aufsteigen? Also es wird warm hier drin. Hier ist es am Brodeln. Also die Dinger glühen. Das funktioniert richtig gut. Aber was nicht so gut funktioniert, also ist, dass er hier irgendwas gesagt hat, ne? Lüfter läuft und es ist irgendwie ausgegangen. Ich würde die Temperatur mal hochschrauben. Okay, nee, jetzt zieht er wieder. Der Saunaofen hat halt einfach gesagt, okay, Temperatur ist erreicht. Und jetzt geht er wieder an. Lüfter läuft weiterhin. Ich glaube, dass das Lüfter-Symbol hier ist, ne? Aber das mit diesen Wattangaben... Jetzt ist der oben ausgegangen. Jetzt gehen sie beide aus. Warum eigentlich? Ich hoffe nur das Display. Oh Mann, das ist echt spannend. Okay, das Ding läuft aber immer noch nach wie vor. Saunaofen. Hier, da leuchtet er. Und hier oben strahlt er auch noch. Ist auch noch ordentlich Hitze. Aber wieso geht das Ding aus? Ja gut, kann natürlich sein, dass er jetzt so ein bisschen in so einen Energiesparmodus gegangen ist. Aber ja, liefert ja immer noch irgendwie hier Strom und das Ding läuft immer noch, ne? Also es ballert. Hier kommt richtig Hitze an. Also, das ist cool. Ja, mein kleiner Test hat also funktioniert. Geil, geil, okay. Mega. Dann jetzt einfach nur noch Hülle bauen, Saunaofen rein, fertig, oder? Oder sollte ich lieber den Hersteller nochmal anschreiben und fragen, kann man überhaupt mit so einem Gerät hier eine Sauna betreiben? Und was sagen die dazu? So, 10 Minuten später, ich stehe hier immer noch. Mir wird allerdings jetzt schon wohlig warm hier in meiner kleinen Muggelbude. Denn der Saunaofen läuft, es ist schön warm, der strahlt ab. Das Ding hier läuft auch wunderbar. Also der Ventilator läuft ganz schön doll. Also gut, das Ding ist jetzt unter Hochdruck, ne? Ah ja, hoffentlich hält er das aus, ne? Das wäre natürlich auch scheiße. Du bist unterwegs und dann geht das Ding nicht mehr und gibt den Saft auf da. Okay, ich würde mal sagen, der Test ist bestanden, ne? Check.
Ich habe noch 20 Minuten. Das Ding läuft hier schon die ganze Zeit. Also der Lüfter läuft zwar auf Hochtouren. Da hoffe ich mal, dass das jetzt nicht zu sehr Stresstest für so eine Powerstation ist. Das könnte natürlich sein, ne, dass sie dann irgendwann sagt, oh, ich gebe jetzt hier mal einen Geist auf, weil ich hier die ganze Zeit auf Hochtouren laufen musste. Der Wechselrichter ist wie gesagt ein bisschen zu klein dimensioniert mit 2400 Watt. Und das Ding hat ja hier 2300 Watt. Aber ja, sieht schön aus, ne? Seht ihr das? Hier, der strahlt auch ordentlich ab. Die Drähte glühen hier förmlich. Und ich merke die Wärme hier drin sogar schon. Es wird hier auf jeden Fall wärmer. Und das alles mit einer Powerstation. Cool. Funktioniert. Und ich könnte noch nebenbei Musik hören. Ja, und an der Stelle hatte ich dann doch ein paar Zweifel. Also nicht, weil das jetzt hier irgendwie schiefgelaufen ist, sondern weil ich gedacht habe, es ist ja doch ein bisschen komplexer als irgendwie angenommen. Also dachte ich, komm, ich schreibe da nochmal eine kleine Mail an den Hersteller. Vielleicht haben die ja schon mal ein paar konkrete Sicherheitshinweise. Also wie man zum Beispiel so eine Insellösung richtig absichert. Das Thema müssen ja viele haben, die zum Beispiel so eine Powerstation auch als Batterielösung in ihrem Wohnmobil nutzen. Wie kriege ich da zum Beispiel eine E-Schalter rein? Ja, und ganz ehrlich, wäre das nicht mega geil, wenn so eine Powerstation einfach einen Personenschutzschalter gleich mit an Bord hätte? Also, Mail ging raus an den Hersteller. Ja, und ich habe sogar eine schnelle Antwort bekommen. Bitte beachten Sie das Feedback des Produktteams. Bei hoher Dauerleistung kann die Batterie heiß werden. Ab 58 Grad gibt es eine Warnung. Bei 60 Grad schaltet der Wechselstrom ab. Und bei 62 Grad geht das Gerät komplett aus. Darum, möglichst kühl aufstellen. Feuchtigkeit ist ebenfalls ein Thema. Im Betrieb entsteht Wärme, das Gerät wird aktiv belüftet. Dringt Feuchtigkeit über die Lüftungsöffnungen ein, kann das zu Kurzschlüssen oder Schäden führen. Also, trocken betreiben. Zur Leistung. Die DC-Ausgänge laufen mit 12 oder 24 Volt. Die Gesamtleistung aus AC und DC liegt bei maximal 2,4 Kilowatt. Innerhalb dieser Grenze funktioniert alles normal. Geladen werden kann über Netzstrom, über Solar oder beides gleichzeitig. Bei Netzbetrieb läuft der Ausgang im Bypass und schont die Batterie. Solar wird beim Laden priorisiert. Ist die Last kleiner als der Eingang, wird keine Batterieleistung verbraucht. Ja, und jetzt versuche ich das mal in meine Worte zu fassen. Ne? Sinngemäß sagt doch Oskal da irgendwie mit ihrer Mail, ja, das Gerät kann 2,4 Kilowatt. Ja, das funktioniert auch, aber bitte nicht zu warm, bitte nicht zu feucht und bitte am besten da, wo eigentlich keine Sauna ist, oder? Also technisch geht's, aber nur, wenn man alles vermeidet, wofür eine Sauna eigentlich bekannt ist. Also Hitze, Feuchte und Dauerlast. Und das ist dann der Moment, wo ich gemerkt habe, oha, die Powerstation ist nicht das Problem, vermutlich eher die Anwendung. Ja, schreibt mal in die Kommentare, was sagt ihr dazu? Also, was würdet ihr jetzt machen? Übrigens, zum Schluss ist die Leistung rapide abgefallen. Also, da konnte man der Akkuanzeige zugucken, wie sie kontinuierlich kleiner wurde. Eine halbe Stunde lief das Ding leider nicht. Aber vielleicht liegt das auch daran, weil ich den Akku bisher noch nicht richtig vollgeladen hatte. Oh, ist immer noch kalt hier, auch wenn der Saunaofen lief. Also vielen, vielen Dank fürs Angucken dieses Videos. Ich bin ordentlich durchgefroren. Ich brauche jetzt mal eine wirkliche Sauna. In diesem Sinne bitte vergesst nicht, gebt einen Daumen nach oben. Das kostet euch überhaupt nichts. Für uns ist das aber echt viel, viel wert, denn das pusht ein bisschen den YouTube-Algorithmus. Andere Leute kriegen das Video auch vorgeschlagen. Es wäre uns eine riesengroße Freude. Also vielen, vielen Dank fürs Angucken. Wir sehen uns im nächsten Video. Und ihr wisst ja, im nächsten Video wird das richtig spannend. Ne? Und haltet die Ohren steif bis dahin und tschö mit Ö.